Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Kanal von Ramfeld Precision Gun Care. Mein Name ist Andi und hier im Studio eine Para 1911 A1 Kaliber 45 ACP. Nicht von Colt, sondern von Springfield. Ich war mit der Waffe am Schießstand, aber nicht mit der 45 ACP, sondern mit dem Umrüstsystem 9 mm. Zurück vom Schießstand, schön was, 9 mm günstiger wie 45 ACP. Also man kann schon mal so über ein Wechselsystem nachdenken, macht tatsächlich Sinn. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie machen wir sie sauber? Allererstes, Sicherheitsüberprüfung wie immer. Ist sie denn entladen, Magazin entnehmen, Chamber check, Patronenlager ist leer, Waffe ist somit überprüft, Sicherheit hergestellt. Dann zerlegen wir sie erstmal. Abhängig von der Verriegelung vorne, kleiner Biegung oder weiterer Biegung, passt hier dementsprechend der Buschenschlüssel. Es wird nur hier aufgesetzt und dann gedreht und dann Achtung mit der Feder. Hier ist sie nämlich schon, dass euch die nicht durch den Raum schießt. Dann wird der Schlitten nach hinten geschoben, bis man hier eine kleine Aussparung sieht. Hier wäre sie. Und dann kann man das Ganze, Schlittenfanghebelverriegelung, auf der gegenüberliegenden Seite nach draußen drücken und rausziehen. Jetzt geht der Schlitten nach vorne ab. Und ich habe hier mal das Griffstück, legen wir mal zur Seite. Dann haben wir die Federnführung, kann auch weg. Um den Lauf jetzt zu entnehmen, kann der nach hinten nicht ausgeschoben werden. Der ist hier über eine Hülse geführt. Und um diese Hülse rauszunehmen, wird es auf die andere Seite gedreht. Und dann kann die Hülse rausgezogen werden. Den kleinen Pinökel hier, den Ring, ich weiß tatsächlich nicht, wie er heißt, nach vorne legen. Und dann kann der mit ein bisschen Fingerspitzengefühl nach vorne ausgezogen werden. Und so haben wir alle Komponenten wirklich fein da, um die Waffe reinigen zu können. Was wir hier noch drauf haben, ist diese Schiene, die getauscht werden muss, vom 45er Verschluss auf einen 9 mm Verschluss. Als allererstes Lauf. Was ist drin? Geschossabrieb, klar, nicht abgebrannte Zellulose, Schmauch. Hier dieser kleine Ring, der wird nur durch einen Stift gehalten, hier vorne sieht man. Dieser Stift verriegelt sich, wenn der Lauf eingesetzt ist. Seid hier ein bisschen vorsichtig, weil die fallen sehr leicht raus, seht ihr? Wenn ihr mit Chemie arbeitet, also Reiniger, Öle, irgendwelche Produkte, die Öle entfernen, was auch immer, tut euch einen Gefallen. Zieht einen Handschuh an. Okay, als allererstes habe ich hier ein Stück Lauf. Hier habe ich die größten Ablagerungen in der Regel. Damit die rausgehen, muss ich normalerweise immer ein Produkt über einen Zeitraum X einwirken lassen. Damit solche Reiniger wie hier der Gun Cleaner, der Carbon-Kupfer entfernt, arbeiten kann, müsst ihr tatsächlich die Läufe entölen. Öl ist immer eine Barriere für Reiniger wie Bremsenreiniger oder Fettlöser. Also nehmen wir hier als allererstes den Degreaser, um hier eine Sache rauszubringen. Damit ich den auch ordentlich verkeilen kann, im Lauf, jetzt kommen sie, Ramfeld Reinigungsfilze. Ich hole mir jetzt hier einfach mal ein paar Filze raus, Ramfeld Rope, oder aber hier ein kleines Stück Putzstock. Ich beginne mal mit der Rope. Ramfeld Rope Flex Tip. Was ist so besonders an diesem Seil? Das Seil hinten, an dem wir ziehen, ist Edelstahl, ist sehr einfach im Handling, weil eben dick. Ist schön zu nehmen, weil es mich nicht einschneidet. Wenn ich bei solchen Systemen dicke Seile einführe, dann ziehe ich entweder den Patchhalter oder aber die Bürste oder den Filz hier ziemlich heftig über die Verschlussthematik hier. Das heißt, es wird mir hier verkratzen. Dickes Seil hat durchaus Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Beim Arbeiten mit Putzstocken spricht man immer darüber, die müssen kugelgelagert sein, damit sich vorne der Patch bzw. der Filz
im Lauf drehen, sprich den Zügen und Feldern folgen kann. Bei einem dünnen Zugseil wird man hier noch 1,5 bis 2 Umdrehungen zustande bringen, wo sich das Seil verwinden kann. Aber dünne Seile schneiden in die Hand bei Mehrzug und sie sind nicht sonderlich schön händelbar. Diese dünnen Seile haben in der Regel kleine Spitzen vorne drauf, die auch nicht sehr schön durch Mündungsbremsen gehen. Hier haben wir eine sehr mächtige Spitze, die definitiv durch jede Mündungsbremse geht. Das Ding ist ja viel zu lang hier vorne. Wie kriege ich denn das in 22er Auswurffenster? Ihr könnt die Spitze abschrauben. Fleckspitze. Das ist das wirklich Interessante. Nicht nur der Adapter, um den Filz aufzunehmen, sondern, und dazu drehen wir jetzt den Filz auf, Filz aufstecken, über einen rauen Untergrund und schon ist er drauf. Dickes, leicht zu händelndes Seil, Übergang in ein sehr, sehr dünnes, ebenfalls kunststoffgemanteltes Seil. Also wir haben hier eine Entkoppelung von einem dicken Seil zu einem dünnen Seil. Das dünne Seil wird sich nämlich immer an den Filz anpassen. Wenn ich dicke Seile mit dem Filz versorge, dann habe ich unter Umständen, je nach Außentemperatur, das Problem, dass sich der Filz oder der Patch innen nicht unbedingt zu 100% gerade zieht. Das wird er hier durch diese flexible Einheit, durch dieses flexible Element ganz sicher machen. Er wird sich drehen. Und, Riesenvorteil, ich mache mir am Auswurffenster oder an der Waffe ganz sicher keine Kratzer ins System, auch wenn jetzt kein Lauf drin ist. Wir machen das dann bei geschlossener Waffe nochmal. Es wird mir hier immer ausweichen. Das dünne Seil hat keinen Widerstand hier und wird keine Kratzer von Bürsten oder vom System hier verursachen, all dieweil es ausweicht. Wenn wir über Bürsten reden, kann ja sein, dass man die ab und an mal haben will. Dann lässt sich diese Spitze vorne abdrehen, durch die Messingbürste ersetzen. Und wir sehen hier wieder Folgendes. Auch diese dreht sich. Auch wenn die Aufnahme für den Reinigungsfilz von Ramfeld die Spitze nicht mehr aufgeschraubt ist, es dreht sich der hintere Teil. Und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie ich mit dem Putzstock den Lauf reinigen würde. Und hier nehme ich das Relevit. Ich finde das echt relativ lässig. Hier ist ein Durchschlag drauf. Den könnt ihr abschrauben. Dann hole ich mir hier 2 Putzstockelemente, die ich in das Tool einsetze. Auf dem Seil ist die Spitze und die wird einfach hier verbracht. Öl entfernen. Ich übers Patronenlager den Degreaser einsprühe. Und ohne große Wartezeit, der ist nämlich flüchtig, verteile ich den gleichmäßig im Lauf. Ich lege hier vorne eine Daumenspitze drauf, damit ich ihn nicht durchschiebe. Und lasse den einfach mal wirken. Wenn wir den Filz hier anschauen, Schmauchablagerungen haben wir jetzt mal gerade keine bis wenige, es waren aber auch nur 10 Schuss. Wenn wir den Lauf entölt haben, nehme ich einen Kupferlöser, den mache ich jetzt auf den Filz. Ich will den gleichmäßig verteilen. Und dann wird der nur vom Patronenlager in Schussrichtung eingebracht. Und den lasse ich jetzt mal wirken. Während die Chemie hier einwirkt auf die Ablagerungen im Lauf, können wir uns aber um das Griffstück kümmern. Ihr habt nicht viel System, was Abzug anbelangt oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr hier was einsprüht, dann macht doch das so. Dreht die ganze Sache nach vorne, weil hier dann nichts in diese Abzugsthematik hineinlaufen kann, sondern nach vorne auslaufen kann. Entfetter, ohne Wartezeit, mit der Bürste. Ansonsten wird es ja sich wieder verflüchtigen. Macht er gut. Rest mit dem Lappen auswischen. Hier ist nichts und von der Außenseite her, hier in den Rails haben wir ein bisschen Öl. Wir nehmen wieder ein Bürstchen. Rest ziehen wir mit dem Lappen wieder raus. Und das war es dann aber auch mit dem Griffstück gewesen. Das muss jetzt raus. Filz drauf. Jetzt sind wir im Bereich Öl. Kurzer Lauf, langes Seil, nämlich genau 1 Meter. Quietscht. Ablagerungen, keine 10 Schuss. Ich mache die Spitze vom Flextip ab,
tausche die Einfädelspitze hier nach hinten und wickle das ganze Spiel mehr auf. 4 Finger, oben schaut die Hülse raus mit dem Daumen festhalten. Einer geht außen rum, die nächste Wicklung geht innen vorbei. Einer außen, einer innen. Und jetzt wird das restliche Seil von unten durchgefädelt. 1, 2, 3. Ich mache das jetzt mal 4-mal. Und hier haben wir eine sehr stabile Struktur an dem ganzen Spiel. Jetzt nehme ich den Filz mit der Spitze und schraube ihn auf die nicht drehbare Seite. Und hier kommt der Vorteil von dem 5 mm Edelstahlseil. Seht ihr das? Ich nehme ihn nur hier mit dem kleinen Finger in der Schlaufe, Daumen, Zeigefinger, es ist sehr angenehm zu halten, das Seil hat einen guten Grip und schiebe den hin und her. Schaut, jetzt beginnt das Öl zu arbeiten, es löst an, seht ihr das? Ich trage ihm nochmal Öl ein und lege den einfach nochmal zur Seite und lasse ihn nochmal 5 Minuten ein bisschen arbeiten. Das Seil arbeitet hier wieder tatsächlich als Putzstock. Vom Patronenlager, Daumen vorne drauf, um es nicht durchzuschieben. Ich lasse den einfach noch mal kurz liegen. Haben wir ja hier noch den Schlitten. Selbes Spiel wie am Griffstück, entölen, einsprühen und ohne große Wartezeit hier mit der Bürste arbeiten. Und ihr seht auch, ich habe das jetzt ja nicht so wenig eingesprüht, aber da ist keinerlei Feuchtigkeit mehr drauf. Also diese Öl- und Fettlöser beginnen sofort abzudunsten. Wenn wir jetzt einen Lappen nehmen, ja, da ist jetzt auch nichts drin. Da ist jetzt auch nichts, was wir rauslösen können. Nylonbürste, schlanke, schnelle Finger. Entölt, gebürstet, wieder ölen. Hier ist weniger wieder mehr. Hier sehen wir aber ein bisschen was rein und nicht verteilt ist, Handschuh, mit dem Finger, damit es einfach nicht zu viel wird. Wir brauchen hier nicht so viel in dem ganzen Thema. Auch in die Rails hier, in die Führungen. Nicht zu viel reinmachen, sonst läuft euch das einfach überall raus. Wenn ihr das über diese Seite macht. Über diese Führungsleisten, die sind relativ lang. Schnappt euch einen Filz, wir nehmen aber einen sauberen. Macht auf diesen Filz Öl. Und zieht den jetzt einfach hier an der Kante entlang. Dasselbe macht ihr hier auch. Und jetzt geht es nur darum, dass wir wieder ein bisschen Öl hier als Korrosionsschutz einbringen. Was man auch wieder machen kann, das ist ein bisschen Korrosionsschutz. Schaut mal. Und jetzt guckt man hier auf die Waffe und dann seht ihr feine, feine Tröpfchen. Je nach Produkt werdet ihr einen relativ langen und guten Korrosionsschutz haben, zumindest so lange, dass die im Schrank nicht vergammelt. Ich hole mir einen frischen Filz. Schauen wir mal, ob er nochmal was gelöst hat. Reinigungswirkung vom Filz. Er trägt. Ne, ist nichts mehr passiert. Ich denke, dass nichts mehr, bis gar nichts mehr drauf ist. Und schaut mal, dieses Seil dreht sich hier nicht jetzt. Da wird nichts den Zügen und Feldern folgen. Wenn wir jetzt hier eine rotierende Thematik haben, bringen wir dann noch was raus aus den Zügen und Feldern oder bringen wir nichts raus? Jetzt gehen wir ja schnurgerade darüber. Wenn es sich dreht, lösen wir nochmal was, lösen wir nichts mehr. Aber wir probieren das einfach aus. Wir setzen die Waffe wieder zusammen. Wir machen aus der 9 mm wieder die 45 ACP und nehmen dann im geschlossenen System das Seil mit der sich drehenden Spitze. Und dann schauen wir, ob wir nochmal Schmodder rauskriegen durch die Rotation und das sich reinschneiden des Filzes in die Züge und Felder. Wir lassen uns überraschen. Die Federnführung plus die Hülse.
So, dann korrespondiert hier das. Machen das rein und verriegeln den hier. Die Federnhülse drauf und jetzt mal ordentlich festhalten. Das ist immer dieses Thema, wenn man die jetzt hier loslässt, dann ist sie weg. Ich drücke sie nach unten, brauche hier ein bisschen Platz, dann kann ich die Spange hier schließen, sobald eine Ecke drauf ist. Hält sie und dann wird sie nur noch komplett verriegelt. Klack. Arrepidiert, schlägt ab, bleibt offen. Und jetzt ist es schon irgendwo spannend, indem wir sagen, oder ich behauptet habe, wir reinigen jetzt mal die geschlossene Waffe. Was passiert hier? Ich mache die drehbare Spitze von der starren Seite ab und stelle die Urkonfiguration wieder her. Hier drehen wir uns. Alter ab, neuer Filz drauf, aufschrauben. Und jetzt haben wir hier das Thema, dass wir hier sehr groß sind. Das geht schon mit dem starren Seil. Ist es schon sparig, hier reinzukommen. Mit Gewalt wird es funktionieren, machen wir aber nicht. Weil wir teilen die Spitze. Mündungsbremse haben wir keine drauf. Also können wir hier das Seil jetzt mit der kurzen Spitze einführen. Öl drauf. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir den hier einmal durchziehen, ob wir noch Schmadder drauf kriegen. Und jetzt schauen wir, das Ganze geht da. Starres Seil sehr leicht zu handeln und hinten die flexible Spitze, die hier jetzt ausweicht. Die weicht jetzt hier mit dem ganzen System aus und jetzt packen wir die hinten und jetzt ziehe ich einfach mal diesen Filz, war ja sauber der 9 mm, mit der Rotationsspitze mal durch. Vielleicht ist noch was drauf, ich weiß es echt nicht. Sie hat nur 10 Schuss. Wir schauen es einfach an. Raus den Pinökel. Upp. Hier genau schaut, sieht man, dass sich hier ein Zug abbildet. Diese kleine Querkante. Ja, es ist minimal. Minimalst, aber die Reinigungsleistung hier ist erheblich höher, wenn sich das Reinigungsmedium, der Filz, den Zügen und Feldern folgen kann. Hier wird er sich einschneiden können, hier kann er sich eingraben und hier nimmt er den Schmutz raus. Rotiert es nicht, kann er auch nicht in diese Züge und Felder eingreifen, er wird immer drüber rutschen. Also haben wir hier mit diesem Seil am Ende des Tages eine Kombination aus einem rotierenden Putzstock in ein Zugsystem verbaut, aber als Putzstock nutzbar. Natürlich nicht für 60 cm Läufe. Macht aber Meterseil Sinn zu ziehen. Aber für Kurzwaffen, sprich Pistolen, Revolver, wieso einen Kurzwaffenputzstock? Ich habe hier diese Seite mit drauf, hier bringe ich den Adapter drauf, hier. Ich habe aber auch die Möglichkeit, die Rotation zu haben, was viele Kurzwaffenputzstöcke oder manche Kurzwaffenputzstöcke nicht haben. Ich kriege die Trommel bei den Revolvern sauber, mache mein eigenes Video. So, liebe Zuschauer, das war's mit dieser Folge und der Springfield 1911er1 mit dem 9 mm Wechselsystem. Mir hat es einen Spaß gemacht. Wenn es euch einen Spaß gemacht hat, liken, teilen, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Andi von Remfeld, Precision Gun.